Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema: Kommt eine Wiederholung des Silberbooms der 1960er Jahre? Disclaimer: Kommt eine Wiederholung des Silberbooms der 1960er Jahre? In den 1960er Jahren musste zunächst die Preisbindung von Silber aufgegeben werden, da einfach zu viel Silber aus den USA abgezogen wurde. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hatte man versucht, bei Silber bei 1,30 Dollar festzuhalten, ganz ähnlich wie aktuell bei ca. 20 Dollar, das offensichtlich immer weniger funktioniert. Damals damals hat man Silber aus den Münzen entfernt. Siehe anfangs auf dem Cover die 5 Frankenmünze. Hier wäre es also optimal gewesen, zunächst seine Gewinne aus Silberaktien in Klammern, keine Silberaktie stieg damals weniger als um das 160-fache, in das immer noch auf 35 festgesetzte Gold zu investieren. Diese Situation scheint mit der Situation von 2011 ähnlich gewesen zu sein, bei den Silber ebenfalls von 10 Dollar auf 50 Dollar gestiegen ist. Fazit: Man hätte seinen Goldbestand also verhundertfachen können. Ja, das ist, sage ich mal, schon eine ziemlich historische Periode, aber es ist einfach wichtig zu wissen, wie die das damals gemacht haben. Hier sehen Sie den Silberpreis von 1960, 61 war aber 90 Cent, dann haben sie ein bisschen nachgegeben auf 1 Dollar, 1,10 Dollar, dann hier so circa auf 1,30 Dollar 30, und da haben sie es dann versucht, im Grunde genommen wiederum dauerhaft festzusetzen. Aber das Resultat war, dass eben das Ausland es erkannt hatte, dass das Silber Aufwärtspotenzial hatte und dass die Währung nicht stabil gehalten werden konnte. Und die ganzen Silberdimes etc. sind alle aufgekauft worden, gehortet worden, ins Ausland geflossen etc. Und da konnte man sich dem eigentlich nur noch helfen, dass sie, sage ich mal, diese Silberpreis Bindung aufgeben mussten, und Silber ist dann von 1,30 Dollar hier auf 2,70 Dollar hochgeschossen, hier im Wesentlichen von 1976 bis 1968. Und genau das fällt auch in dieser Periode zusammen, wo in der westlichen Welt das Silber den Münzen entfernt worden ist. Okay, das war der eine Effekt, das war für die meisten dann, wo das Achselzucken hingenommen, aber der Haupteffekt war eben diese Silberaktienmania, wo in der Spitze sogar eine Silberaktie um das Tausendfache gestiegen ist, und das in relativ kurzer Zeit. Und ansonsten sehen Sie hier das Statement: Keine Silberaktie stieg damals weniger als um das 160-fache. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn Silber in Fahrt kommt, wenn diese Preisfestsetzung, die wir ja im Grunde genommen aktuell auch haben, nicht mehr funktioniert und es kommt zu solcher Eruption, dann sind eben dementsprechend Gold- und Silberaktien die absoluten Gewinner. Und damals ist eben, wie gesagt, im Durchschnitt um das 160-fache gestiegen, und Gold hat sich im Prinzip nicht verändert. Man hätte also dadurch 100-mal mehr Gold kaufen können, als man vorher gehabt hat. Und ja, sowas Ähnliches versuchen wir ja im Grunde genommen auch. Natürlich wird diesmal jetzt Gold und Silber moderat mitsteigen, aber einige Gold- und Silberaktien könnten sich ja auch so wie in den 1960er Jahren bewegen. Das heißt, wir können dann wesentlich mehr Gold und Silber kaufen. Das ist, sage ich mal, eine Grundüberlegung, und das ist eine Ähnlichkeit zu dieser Situation. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Namibia. Ich würde sagen, moderates bis hohes Risiko. Das Unternehmen entwickelt seine erste Mine Twin Hills in Namibia. Sie befindet sich in eines großen Gebietes mit vielen Bohrzielen. Twin Hills Discovery liegt in der Coosa-Formation mit 500.000 Hektar. Dann haben sie noch den Karibik-Distrikt-Projekt um fast 14 Lizenzen mit 165.000 Hektar. Ja, da gibt es einige Goldlagerstätten mit Ressourcen von bis zu 1,5 Millionen Unzen, 1 Gramm pro Tonne. Liegt meiner Meinung nach für afrikanische Verhältnisse in einer relativ guten Jurisdiction. Die Aktie hat eindeutig ihren Boden gefunden, ist dabei weiter auszubrechen.
und ist natürlich dann durchaus wahrscheinlich, dass sie zu ihrem alten All-Time-Hoch bei dem nächsten Goldaktienboom mit steigt. Eine der letzten Meldungen des Unternehmens war hier, das Unternehmen bohrt 109 Meter mit 2,30 Gramm pro Tonne auf dem Ondundo-Goldprojekt in Namibia, und das nennen die den besten Abschnitt der Unternehmensgeschichte. Das heißt, viele interessante Action zurzeit, eine relativ gute Jurisdiction für afrikanische Verhältnisse, ist sicherlich vom Moderatstatus moderat bis hoch erfahrenes Team. Sicherlich ist es eine Aktie, die man sich mal anschauen sollte. Wie immer ist es natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell zum Goldpreis. Das kann man meiner Meinung nach gar nicht oft genug sagen. Im Grunde genommen müsste der Goldpreis eigentlich jetzt, wenn man die Historie als Beispiel nimmt, auf 8.500 $ in mehr oder weniger einem Jahr steigen. Wahrscheinlich gut einem Jahr. Denn genau dasselbe ist damals passiert, als Silber bei 200 war. Und da gab es auch nochmal eine finale Korrektur, um die Leute rauszuschütteln. Und danach ging es dann von 200 $ auf 850 $ hoch. Das ermöglichte die größte Goldaktienrallye aller Zeiten. In diesem Zeitraum gehen dann, hier sehen Sie, in RD-Mining ging von 5 Cent auf 19 $ rauf, Silver Stack Mines von 10 Cent auf 36 $, also ungeheuer Bewertung. Das heißt, im Schnitt könnte man sagen, aus 1.000 $ konnte man gar nicht selten eine Viertelmillion machen. Und das ist auch relativ oft passiert, aber das ist natürlich auch ein relativ seltenes Phänomen, dass wir eine derartige Eruption hier haben. Aber im Grunde genommen, die Chartformation ist dieselbe, kann durchaus möglich sein, dass wir was Ähnliches bekommen und hoffentlich auch mit ähnlichen Goldaktieneinstiegen wie in den 1970er Jahren. Also eine ganz interessante Situation, was den Goldpreis betrifft. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Im Grunde genommen, das hatte ich schon gesagt, denken wir, es kommt jetzt zu einem moderaten Anstieg von Gold und Silber. Also Gold steigt auf 2.350 $ vielleicht dieses Jahr, Silber in Richtung 50, korrigiert dann auch, wird man sehen. Jedenfalls Goldaktien-Rallye haben schon hier 2020, 2021, wo Gold und Silber am Ende gar nicht so viel gestiegen ist, zu absoluten Eruptionen bei Goldaktien geführt. Das stieg hier beispielsweise von 2 Cent auf über 36, ist dann natürlich wieder korrigiert, zurückgegangen, ist aber hat den Boden ausgebildet, bricht mittlerweile aus. Denkbar, dass diese Aktie dann relativ schnell ihr Alltime-Hoch erreicht und möglicherweise in den 1-Dollar-Bereich vorprescht sozusagen. Und oftmals wird das so flankiert mit einem Silberspike. Silberspike ist besonders gut für Gold- und Silberaktien, weil mit einmal urplötzlich die Silbergehalte in Unternehmen, die vorher gar nicht bewertet waren, mit einmal bewertet, und das führt zu diesen enormen Bewertungsausschlägen. Das heißt, immer wenn Silberspike ist das eine sehr gute Zeit für Goldaktien. Gleichzeitig ist irgendwo ein Silberspike, also ein Kaminanstieg, auch immer gleichzeitig irgendwo ein Ausstiegssignal. Und damals im Boom 2011 wäre es relativ weise gewesen, ab Silber 32 $ bereits Gold- und Silberaktien zu verkaufen. Da geben die Charts her, dass die Anstiegswelle sich da im Grunde genommen entlahmt ist. Gut, wir haben heute eine andere Situation. Das war damals mehr oder weniger bei Gold ist eine Bärenmarkt. Rallye in einen ständig runtergehenden Markt. Nun sind wir ganz am Boden. Nun kommt es wahrscheinlich eben zu einem langanhaltenden Bullenmarkt. Das heißt, Goldaktien sollten in dem Fall einfach überproportional profitieren. Und ja, das nennen wir sozusagen Ereignis 1, also Gold und Silber steigt moderat und Gold- und Silberaktien steigen überproportional. Also man sollte in dieser Phase in Goldaktien investieren. Ja, nochmal generell sind Goldaktien total unterbewertet. Hier auf der rechten Seite Verhältnis Goldaktien Gold. Das ist jetzt total am Boden. Und es ist natürlich denkbar, dass man eine überproportionalen Eruption ins Mittelfeld die Goldaktien absolut extrem von profitieren. Gleichzeitig links die Junior- und Senior-Aktien haben eine große Lücke, Bewertungslücke. Junior-Aktien sind deutlich unterbewertet. Und ich nehme an, wenn der Goldmarkt anzieht, kann sich diese Unterbewertung wie 2002 auch mit einem unheimlich drastisch hier abbauen.
Und da profitieren natürlich gerade Penny Gold und Silberaktien auch besonders stark von. Ja, nochmal eine grundsätzliche Überlegung. Wie hätte man den 1970er Goldaktien-Bullenmarkt optimal gespielt? Mit nur zwei Transaktionen und 44 Dollar Einsatz hätte man zwischen 1976 und dem Jahr 2000 eine Million gemacht. Man hätte so optimal den Inflationszyklus und die mit dem und die dem folgende inflationsfreie Wachstumsphase für einen Vermögensaufbau genutzt. Anstatt Opfer dieser Entwicklung zu werden, multipliziert man einfach beide Ereignisse und macht so langfristig Millionen. So oder so ähnlich wird es auch diesmal laufen. Ja, auf der linken Seite ist schematisch eine Goldaktie, das typisch ist eben in einem Bullenmarkt, können die in kurzer Zeit überproportional steigen. Das heißt, gar nicht selten konnte man mit Goldaktien, wie jetzt in diesem Beispiel, die von 10 Cent auf 10 Dollar gestiegen ist, eine Verhundertfachung machen. Es kann auch teilweise, je heftiger der Goldbullenmarkt ist, auch höher gehen. Ja, aber Sie sehen eben auch bei Goldaktien haben wir eben das Phänomen, dass diese Anstiege unheimlich schnell gehen und man muss sie dann auch mehr oder weniger in den nächsten darauf folgenden Monaten und Wochen auch verkaufen, weil diese Abstürze können eben auch sehr radikal sein. Die wollen wir nicht mitmachen bei Goldaktien. Also wenn wir diese Gewinne, hätte man die damals mit Goldaktien gemacht und hätte die damals eben 1980 Berkshire Hathaway investiert. Berkshire Hathaway steht einfach symptomatisch für Top-Fonds und Top-Aktien auf der seriösen Basis. Und Berkshire Hathaway ist damals von 1980 vom Inflationstop bis zum Jahr 1999 mit 228-fache gestiegen. Das heißt, wir machen jetzt eine Verhundertfachung mit Goldaktien oder damals war es gar nicht so schwer, eine Verhundertfachung mit Goldaktien zu machen. Sie sehen das unten bei der schematischen Darstellung. Und dann mit normaler wirtschaftlicher Erholung ins inflationsfreies Wachstum, in dem Fall von Berkshire Hathaway, was sich um das 228-fache gestiegen ist zwischen 1980 und 1999. Ja, und dann braucht man nur 43,86 Dollar, um eine Million zu erzielen. Das ist die unglaubliche Rechnung. Das ist vielen nicht bewusst, wie extrem eben das Potenzial ist. Und die Masse wird einfach von diesen ja, Ereignissen Opfer werden. Also sage ich mal, mit einmal gehen die Goldaktien hoch, mit einmal steigt Gold und Silber. Man überlegt und kauft dann vielleicht am Ende doch nicht, um vielleicht dann das ganz Überteuerte zu kaufen. Also es gehört eben auch eine gewisse Vorluftzeit dazu, sich überhaupt für Gold und Silber in dem Bereich zu entscheiden. Man muss sich da auch mit wohlfühlen. Nichtsdestoweniger, man kann ja gleichzeitig, also 1970 wäre es eben optimal gewesen, hier eine Verhundertfachung mit Goldaktien und dann zum Beispiel diese 100.000 dann eben in Topfonds stecken. Und in dem Fall wäre das dann um das 228-fache gestiegen. Aber viele andere Topfonds sind auch sehr erfolgreich gewesen. Und wenn man das eben dementsprechend verteilt etc., hat man auch nicht so ein großes Klumpenrisiko. Also so war es eben 1970, das ist eben heute ein bisschen anders. Das heißt, diese Zwischenstufe, bevor wir die Goldaktien verkaufen und reinvestieren in Berkshire Hathaway und Top-Aktien, ähm, ja, da droht ja etwas das systemische Risiko an allen Orten und deswegen sollte man sicherlich viel mit dem Zwischenspeicher Gold arbeiten. Das heißt, wenn wir solche Goldaktienspitzen sehen, verkaufen, erstmal in Gold investieren unter Umständen und ab irgendeinem Punkt, wo dann die Standardaktien wieder sehr, sehr interessant scheinen, kann man dann reinvestieren. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, das habe ich hier schon ein bisschen angedeutet. Also wir versuchen eben möglichst viel Gold und Silber zu maximieren. Der ökonomische Tiefpunkt oder der Silber- und Goldpreisübertreibung dürfte dann dazu führen, dass wir für wirklich wenig Geld ein Haus oder eine Wohnung kaufen können. Und ja, und jetzt heißt es eben Zeit bis zu diesem Punkt, diese Spekulation durchhalten. Es gibt eben auch keine hundertprozentige Garantie, dass das überhaupt passiert, aber nichtsdestoweniger versuchen wir hier dementsprechend an diesen Ereignissen zu partizipieren.
Ja, ich hatte schon erwähnt, Fazit, die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen ist notwendig. Also, wir haben am Anfang mit mittels Goldaktien absolute Inflationsgewinne gemacht und die gehören dann auch am Höhepunkt eben dieser Inflation, wenn alle Aufmerksamkeit in Inflationssachen ist, gehören die einfach dann in Top-Aktien oder Top-Fonds, die dann jahrelang durchhalten. Ne? Und dieser Fonds hat sich dann, das hier schematisch mit 50 gemeint, dementsprechend gut entwickelt. Und das heißt, mit ein paar hundert Euro würde man jeweils langfristig 1 Million Dollar heutige Kaufkraft reduzieren. Einfach eine interessante Situation. Man sollte das nicht komplett ignorieren, wie diese Geschichte und diese Verzerrung, wie sie hier bestehen. Also, ja, Pausen-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren nach äh, hohen Risiko etc. Oder moderaten und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor zu errechnen. Auch eine Exit-Strategie haben wir entwickelt soweit. Einlage von Gold und Silber in eine Einkaufsgemeinschaft. Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Einfach eine Überweisung in die Schweiz ohne Mindestinvestitionssumme. Und es ist gut geschrieben, genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben bei Gefallen des Videos. Das würde nämlich dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.